Wir verlassen diesen wunderbaren Ort, Mazarrón, Richtung Águila. Kann man an Spaniens Küste noch frei stehen oder ist alles verboten? Wir suchen Alternativen zur Schlangenbucht und finden sie. Willkommen zum 13. Teil unserer Überwinterungstour 25-26. Auf dem Weg nach Águila kam uns doch tatsächlich dieser wunderbare Pass hier unter die Räder. Ich blende das mal ein. Der ist gar nicht stark befahren, uns kamen lediglich 3 Motorradfahrer entgegen. Der Ausblick ist sensationell. Auf dieser Seite sieht man wunderbar das Meer, auf der anderen Seite das Hinterland von Spanien. Dort werden Tomaten und dergleichen angebaut. Und jetzt schauen wir mal, wie es bergab weitergeht. Es gibt hier sehr viel von diesem hellgrauen, glitzernden, schimmernden Schiefergestein. Ich habe einmal ein ganz schönes Stück gefunden. Das glänzt und glitzert so golden in der Sonne. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Sehr, sehr schön. Wir fahren die legendäre Passstraße RMD20 hinunter zu den wunderschönen Buchten Playa de los Cocedores und Playa La Carolina. Die Buchten liegen etwa 6 Kilometer südwestlich von Águilas und sind über Offroad-Pisten von der RM 333 aus gut zu erreichen. Solche paradiesischen Küstenabschnitte sind in der Camper- und Vanlife-Szene längst kein Geheimtipp mehr und so gibt es hier kaum noch einen freien Platz, um sein Vehikel abzustellen. Im Gegensatz zur Schlangenbucht, die für Camper geschlossen wurde, schauen die Behörden hier mit kritischem Blick noch zu und lassen die Leute weitestgehend in Ruhe. Die Guardia Civil patrouilliert hier aber regelmäßig. Wir sind jetzt hier am Playa del Sowieso. Ursprünglich wollten wir zum Playa von Carolina, oder wie das heißt. Ja. Dort war es aber dermaßen leer. Da haben wir uns entschieden, wir gehen hier hin. Hier hat es doch den einen oder anderen Camperfreund, der hier schon hingestellt hat. Der Strand ist noch etwa 300 Meter vom Wohnmobil entfernt. Das ist eigentlich sehr gut. Und ich habe mir vorgenommen, morgen früh mich in die Fluten zu stürzen. Ich nehme hier mal eine Wasserprobe, eine Temperaturprobe. So extrem kalt ist es jetzt nicht. Da bin ich guten Mutes, dass wir morgen früh den obligaten Morgenschwumm antreten können.
Ich habe hier eine Krabbenschere gefunden. Das wäre dann dieses Teil hier. Und möglicherweise ist die für unseren Hund sehr interessant. Das war sehr angenehm, die kurze Strandinspektion. Das Wasser ist wärmer als gedacht. Somit steht, glaube ich, einem morgendlichen Schwumm nichts mehr im Weg. Wir gehen jetzt zurück zum Wohnmobil, machen uns ein feines Fresschen, bevor wir dann ins Bettchen hüpfen und warten mal ab, was die Nacht noch so bringt. So sieht's aus. Wir sind immer noch an diesem schönen Ort in der Nähe von Aguila. Jetzt machen wir mal eine gehörige Hunderunde mit dem Risiko, dass uns die Solarzelle abhanden kommt. Wir müssen ja auch Strom generieren. Gestern habe ich den ganzen Tag Video geschnitten und da mein Laptop sehr stromhungrig ist, saugt er etwa 80% unserer Powerstation nieder. Dieser Strandabschnitt hier ist sehr interessant, weil die Steine hier sehr altem, verwitterten Beton gleichen. Bei uns in den Alpen gibt es das auch. Das heißt, diese Art Stein Nagelfluh, der besteht aus kleinen, mittelgroßen, runden, abgeschliffenen Flusssteinen, verfüllt mit Sand. Und das alles wiederum ist in den Jahrmillionen zu hartem Gestein zusammengepresst worden. Ich bin kein Geologe, aber soweit ich in der Schule aufgepasst habe, war das so. Wenn einem der Strom ausgeht beim Camping, dann hat man grundsätzlich 3 Möglichkeiten. Entweder man stellt einen Solarpanel auf, wie wir oder auch viele andere, oder man steckt am Landstrom an, wenn man die Möglichkeit dazu hat, oder man lässt den Motor laufen und lädt so die Bordbatterie wieder auf, oder man lässt ein Dieselaggregat laufen, wie der Mann vorher. Hier sieht man den Top-Stellplatz auf diesem Felssporn. Vermutlich stand früher da mal eine Villa oder sonst was und übrig geblieben sind diese gefliesten Flächen, wo man sein Wohnmobil ungeniert hinstellen kann, mit persönlichem Strandzugang. Es gibt noch genügend freie Plätze, wo man stehen kann. Die Guardia Civil duldet dieses Treiben aber nur so lange, wie sich die Leute an die Regeln halten. In der Regel ist ein Freistehen von Oktober bis März an vielen Orten geduldet. Danach fängt die Saison an Spaniens Küste wieder an und die Kommunen erwarten zu Ostern die ersten Urlauber. Ab diesem Zeitpunkt wird dann wieder konsequenter durchgegriffen. Ob sich ein Besuch der Stadt Águilas lohnt oder ob sie eine weitere architektonische Fehlplanung der 60er Jahre ist, seht ihr im nächsten Video. Wir versuchen jetzt auf diese Festung zu kommen, auf das Castillo, und ich hoffe, wir sind auf dem richtigen Weg. Im Hintergrund sehen wir die imposante, pompöse und monströse Stadt Aguila. Unmittelbar hier geht es 200 Meter runter. Da empfiehlt es sich eigentlich nicht weiter rauszugehen. Ich habe mit Entsetzen feststellen müssen, dass das Gas auch noch ausgegangen ist. Für den durstigen Wohnmobilisten hat es hier auch jenste Wasserstationen, wie zum Beispiel diese hier.